Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist das Verschenken von GmbH-Anteilen. Sie sind 100%iger Gesellschafter einer GmbH oder einer Holding GmbH. Wie bekommen Sie nun Ihre Gesellschaft steuerfrei auf Ihre Kinder übertragen? Das bespreche ich heute mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Du hast ja eben von 100%igen Gesellschaftern der GmbH gesprochen. Was aber ist, wenn ich weniger als 100% an der Gesellschaft halte? Ja, also dann musst du vielleicht andere fragen. Also anders, wenn du 100% hast, dann kannst du alles bestimmen und dann kannst du auch deine Anteile frei verschenken. Und sollte es in der Satzung irgendeine Sperrklausel geben, ja, die kannst du aufheben. Aber hier kommen wir genau an den Punkt. Hast du keine 100%, dann musst du deine anderen Mitgesellschafter also fragen. Also es gibt ja auch so ein Verwässerungsrecht, bla 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 bla. Du kannst nicht einfach deine Anteile frei verschenken. Und das ist es genau, wenn du weniger als 100% hast, kann es sein, dass die Satzung es verbietet oder dass die anderen so ein großes Mitspracherecht haben, dass es dir also nicht möglich ist, selber zu entscheiden oder dass du vielleicht auch steuerliche Bomben dadurch auslöst. Das kann auch sein. Okay, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass mir wirklich 100% der Anteile gehören, kann ich dann diese Anteile steuerfrei oder steuerbegünstigt zumindest an meine Kinder weitergeben, verschenken? Grundsätzlich ja, es kommt also darauf an. Also im Erbschaftssteuerrecht muss man so klassifizieren, einmal Unternehmen bis 26 Millionen, also im Wert bis 26 Millionen Euro und größer als 26 Millionen Euro. Ich nehme jetzt mal kleiner als 26 Millionen Euro Wert. Jetzt könnte man denken, boah, das ist ja ein Wahnsinnswert, den habe ich niemals. Aber man unterschätzt das, man kommt schnell hin. Das Finanzamt rechnet nämlich Jahresüberschuss mal 13,75 gleich 26 Millionen. Also wenn du das mal zurückrechnest, aus den 26 Millionen heraus, dann müsstest du einen Wert von 1,9 Millionen Euro Jahresüberschuss haben. Das ist natürlich auch nicht für die breite Masse, aber in Deutschland, wir haben halt einen sehr starken Mittelstand. Und ich betreue viele Leute, die machen 4 Millionen, 6 Millionen, 9 Millionen Euro Gewinn, 30 Millionen Gewinn. Dafür gilt das, was ich jetzt sage, schon nicht mehr. Darin sind schon wieder andere Parameter wichtig und andere Gestaltung. Aber bis 26 Millionen ist das so, da kannst du, das ist ein bisschen Mathematik, da kannst du halt bis zu 2,66 Millionen Euro an Wert pro Kind steuerfrei verschenken. Und wenn du das jetzt mal runterrechnest auf den Jahresüberschuss, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste für die Zuhörer, was ist denn los? Ab wann komme ich denn in diese Region 2,66 Millionen Euro? Ja, ab 193.000 Euro Jahresüberschuss. Denn das wieder mal 13,75. Dann bist du bei diesen 2,66 Millionen Euro. Das kannst du pro Kind steuerfrei übertragen. Anteilig oder das gesamte Unternehmen. Kommt darauf an, was für einen Jahresüberschuss du hast und natürlich, wie viel du deinem Kind dann überträgst. Ne? So ist das zu rechnen. Okay, aber wie kommst du jetzt konkret auf diese Zahl? Ja, also das ist so, 2,66 Millionen. Du hast für Unternehmen mit einem Wert bis zu 26 Millionen Euro einen Freibetrag von 85%. Wenn du 85% von den 2,66 Millionen Euro abziehst, bleiben 400.000 Euro übrig. Dann kommt der persönliche Freibetrag eines Kindes, 400.000 Euro, Steuer ist 0. So komme ich auf die 2,66 Millionen Euro. Ich verstehe. Aber wenn ich jetzt die GmbH-Anteile nicht an meine Kinder, sondern an eine dritte Person mit eventuell anderen Freibeträgen verschenken möchte, was ergibt sich dann? Dann hast du nur 1 Million Euro, nämlich einmal die 85%, das ist das eine, und dann hast du noch einen zweiten Freibetrag von 150.000 Euro. Den hast du aber nicht, wenn du über, ich weiß nicht, 1,23 Millionen Euro kommst, weil der schmilzt langsam ab auf 0. Deswegen bei den 2,66 Millionen habe ich den quasi schon außen vor gelassen. Der ist quasi nicht anzusetzen, weil der auf 0 abgeschmolzen ist. Da bleiben nur die 85%. Bei bis 1 Million Euro hast du die 85% und dann nochmal die 150.000 Euro, sodass du durch diesen sachlichen Freibetrag auf 0 bekommst. Denn gegenüber einer fremden Person hast du ja sonst, außer die 20.000 Euro, die es im Schenkungserbschaftssteuergesetz gibt, keinen Freibetrag. Also müssen wir alleine mit dem sachlichen Freibetrag für Unternehmensvermögen auf 0 kommen. Und der ist halt bei 1 Million Euro schon. Das ist die Obergrenze dafür. Aber die 85%, die bleiben immer stehen? Die hast du immer. Bei Unternehmen bis zu einem Wert von 26 Millionen Euro. Das ist wichtig. Okay, aber wenn ich jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit nur von dem Konstrukt geredet, dass ich 100%iger Gesellschaft einer GmbH bin. Aber was passiert, wenn ich mehrere GmbHs habe? Kann ich dann diese Freibeträge aufteilen?
Ja, also den sachlichen Freibetrag bekommst du pro Gesellschaft und auch anteilig. Also wenn du 10% verschenkst, dann ist trotzdem davon 85% und vielleicht auch die 150.000 Euro. Also das ist alles immer pro Gesellschaft zu berücksichtigen. Und wenn du die nächsten 10% verschenkst, auch wieder. Also gibt es nicht so eine 10-Jahres-Grenze. Die gibt es nur bei den persönlichen Freibeträgen. Und wenn du mehrere Gesellschaften hast, ja, dann musst du jede Gesellschaft für sich bewerten. Und jede hat ihren eigenen Wert. Und dann musst du halt gucken, wie viel du von welcher Gesellschaft wie verschenken kannst, um der schenkungssteuerfrei rauszukommen. Ne? Ja. Aber gut, wenn ich jetzt schon so viele GmbHs habe, habe ich die ja vielleicht auch schon in einer Holding zusammengefasst. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Also das ist sowohl als auch. Aber wenn du es in der Holding hast, dann musst du trotzdem jede Gesellschaft, an der die Holding zu mehr als 25% beteiligt ist, was ja eigentlich der Regelfall ist bei den Mittelständlern. Ne? Die haben eine Holding und dann haben die ihre einzelnen Tochtergesellschaften, da sind sie zu 100% daran beteiligt. Also würdest du die Jahresüberschüsse jeder einzelnen Tochtergesellschaft nehmen, zusammenrechnen mal 13,75 und das ist natürlich jetzt der Wert deiner Holding. Ja, so würde das jetzt laufen. Aber muss ich da noch irgendwas Besonderes beachten? Ja, die sogenannte 90-10-Regel. Okay. Und zwar muss dann geguckt werden, ob du mindestens 90% an Liquidität und Forderungen hast im Verhältnis zu deinem Unternehmenswert. Ja, also wenn du jetzt einen Unternehmenswert von 10 Millionen Euro hast, dürften deine Summe an Forderungen, und dafür machst du so eine sogenannte Vermögensverbundaufstellung, das heißt, du packst alle Bilanzen, stellst du so dar von allen Tochtern, als wäre es nur eine, und dann summierst du die Forderungen und die Liquidität, und die darf dann nicht mehr als 9 Millionen Euro in meinem Beispiel betragen, weil dann wäre es mehr als 90% im Verhältnis zu 10 Millionen und dann hast du überhaupt gar keine Befreiung mehr. Dann fällt die Begünstigung für Unternehmensvermögen weg. Ne? Gut, aber dann komme ich ja als Unternehmer auch in den Konflikt, wenn ich meine Gewinne stehen lasse, dass diese 90-10-Regel bei mir greift. Das ist so, definitiv. Und das habe ich natürlich auch den einen oder anderen Fall. Also gerade so Unternehmen, mehrere Generationen, ja, die haben dann auf einmal 100 Millionen Euro auf dem Konto. Das Unternehmen selber ist aber nur 40 Millionen Euro wert, weil es hat auch nicht mehr die Ertragskraft. Ja, die haben dann die 90-10-Regelung und die haben keine Begünstigung. Ne? Oh je. Okay, wenn wir schon in diesen Sphären sind, wenn mein Unternehmen jetzt mehr als 26 Millionen Euro wert ist, bisher haben wir nur über die Unternehmen gesprochen, die weniger wert sind, und ich dann Anteile verschenken möchte, was passiert dann? Ja, also die Begünstigung ist einmal von 26 bis 90 Millionen schmelzen diese 85% ab und bei 90 Millionen ist es 0. Bei 26 Millionen, das ist 85%. Also so schmilzt das dann, kannst du durch eine Dreisatzrechnung ausrechnen, ab. Und über 90 Millionen gibt es diese 85% gar nicht mehr. Da gibt es dann nur noch so eine Art Stundungsmethode, mit der du die Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer eigentlich schuldest, aber unter bestimmten Parametern des nicht begünstigten Vermögens guckt man, was hat das für einen Wert, und davon sind bestimmte Abschläge zu machen. Und nur so weit hast du überhaupt die Erbschaftssteuer zu schulden oder die Schenkungssteuer. Ich muss dir sagen, ich habe das in meiner Praxis so noch nie praktiziert, weil ich gehe dann immer andere Wege bei diesen großen Unternehmen, weil das ist auch irgendwo eine Steuerumgehung, das wird auch gestaltet. Also da wird dein übriges Vermögen so klein gemacht, dass du quasi nichts mehr hast. Und das ist ja Bemessungsgrundlage für den Stundungseffekt, also hast du häufig auch eine Steuer von 0. Aber das ist natürlich nur getrickst. Natürlich hatten die irgendwie Geld, die haben das alles weggestaltet. Es gibt andere schöne Gestaltungen, auch besonders schöne Rechtsformen, die uns das ganz legal ermöglichen, für Unternehmensvermögen über 90 Millionen Euro, das wirklich steuerneutral zu übertragen. Ohne dass eigentlich das Erbschaftssteuerrecht greift, sondern greift das Ertragssteuerrecht. Und Ertragssteuerrecht verdrängt Schenkungssteuerrecht. Muss man umgekehrt sagen. Schenkungssteuer greift immer nur, solange du keinen Ertrag hast. Alles, was du nach Einkommensteuer oder Körperschaftssteuerrecht besteuerst, wird natürlich nicht nach Schenkungssteuer besteuert. Und wir nutzen das. Also wir nutzen dieses Wechselspiel aus. Und also ich sage mal, rein formal nach dem Erbschaftssteuerrecht gibt es über 90 Millionen Euro keine Begünstigung mehr. Da gibt es nur noch die Stundungsmöglichkeit. Das kann man gestalten, kann man machen. Würde ich aber nicht machen. Also es gibt darüber dann ertragssteuerliche Methoden und das verdrängt ja das Schenkungssteuergesetz und hat viel schönere Effekte und man kann ruhig schlafen. Also kann man wieder mit der richtigen Beratung ordentlich was gestalten.
Ja, das ist richtig. Die Gestaltung ist hier auch ausschlaggebend, denn man muss auch früh genug anfangen. Man darf nicht vergessen, um keinen steuerlichen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten zu begehen, genau deswegen muss man Ihr Projekt möglicherweise auf mehrere Jahre strecken. Und dann haben wir ja auch vielleicht innerhalb dieser Zeiten gewisse Sperrfristen zu überstehen. Ja, und dann gibt es natürlich noch den gesamten parafiskalischen Bereich. Die Schenkung löst auf jeden Fall innerhalb der nächsten 10 Jahre Pflichtheitsergänzungsansprüche aus. Vielleicht müssen wir auch in ein Testament ran. Es gibt wirklich vieles zu bedenken. Ja, wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.